Wir sind Basti und Svenja und nachdem wir uns über ein Jahr durch Europa ins Vanlife eingelebt haben, erfüllen wir uns nun unseren größten Traum. Wir fahren mit unserem selbst ausgebauten Van und unserer Hündin Pepper von Kanada Richtung Südamerika. Die Zeit verfliegt und wir können es kaum glauben, dass wir schon knapp 4 Wochen hier unterwegs sind und endlich auch unseren ersten Nationalpark erkunden dürfen. Neben einem Sprung ins kalte Wasser erwartet uns auch eine Überraschung. Abonniert den Kanal und entdeckt den Osten Kanadas mit uns, bevor es weiter Richtung Westen geht. So, wir haben noch nicht direkt einen Platz zum Frühstücken gefunden oder rausgesucht, sondern haben jetzt nochmal die Route ein bisschen abgeändert. Anstatt direkten Weges Richtung Ottawa zu fahren, haben wir jetzt noch so einen kleinen Circle gefunden, der führt so ein bisschen durch den Nationalpark. Da wissen wir allerdings noch gar nicht, ob wir einmal mit Pepper überhaupt reinkommen und ob die Straßen so aussehen, dass wir da langfahren können. Das konnten wir jetzt auf unserer gedownloadeten Karte noch nicht so richtig sehen. Die Straßen sehen etwas kleiner, hügeliger und kurviger aus. Aber wir gucken mal, ob Groot sich da durchschlängelt. Der Umweg dauert jetzt wahrscheinlich so 1,5 Stunden. Hoffen, dass wir einen richtig schönen Frühstücksplatz finden und vielleicht auch eine kleine Wanderung machen können. Aber das sehen wir jetzt. Annual National Park Discovery Park, yeah. For 2 people, yes. Yeah. Perfect. Have a nice day. You too. Thanks. Bye. Geht offiziell in unseren ersten Nationalpark in Kanada. Peppy darf mit rein, aber darf leider nicht auf die Wanderwege, sondern darf nur auf Parkplätzen und Campgrounds bleiben. Deswegen überlegen wir, ob wir eine Nacht auf einem Campingplatz hier drin übernachten. Er hat uns trotzdem 1-2 kleine Sachen gezeigt, wo man nicht länger als eine halbe Stunde unterwegs ist. Und da haben wir uns jetzt 1-2 Sachen ausgesucht und freuen uns jetzt auf unseren ersten Nationalpark und dass das Wetter bisher noch ganz gut mitspielt. Unser erster Stopp ist am Lac Bouchard. Und nach Abstellen des Motors sind zum ersten Mal keine anderen Motorengeräusche mehr zu hören. Wir machen einen Spaziergang entlang am Ufer, strecken die Beine ins Wasser und genießen einfach die herrliche Ruhe der Natur.
Während unserer Reise im letzten Jahr durch Europa haben wir angefangen, des Öfteren einfach mal ins kühle bzw. eisige Wasser zu springen. Warum also nicht auch hier an unserem nächsten Stopp Lac Édouard? Und zu unserer Überraschung war das Wasser noch angenehm warm. Wir sind im Übrigen in dem Nationalpark La Mauricière und hatten ein Megabad gerade. Am Anfang war es ein bisschen kalt, aber wir haben uns sehr schnell dran gewöhnt. Absolut genial. Jetzt noch Haare gewaschen. Wir sind so fresh, wie es nur geht. Und eine weitere Station haben wir uns noch rausgesucht, die wir hier machen. Da kann Pepper natürlich leider wieder nicht mit, aber wir schauen mal, dass wir, wenn das Wetter hält, noch einen kleinen Walk machen können. Und Peppi nicht zu lange hier im Auto warten muss. Aber da müssen wir jetzt erstmal hin. Auf dem Weg zu unserem letzten Stopp haben wir eine Stelle gefunden, wo auch Pepper mit durfte. Es war nur eine kurze Strecke zu einem Aussichtspunkt, der hatte sich aber allemal gelohnt. Wir hatten den überwältigenden Blick auf den kompletten See für uns ganz alleine. Wir sind jetzt auf unserer letzten Station hier im Nationalpark und wir wollten hier nochmal zu so kleinen Wasserfällen laufen. Hier ist auch rein gar nichts los, aber wir haben gerade ein riesen fettes Bärenwarnschild gesehen und wir sind absolut nicht vorbereitet auf jegliche Bärenbegegnung, auch wenn es natürlich mega cool wäre. Aber wir haben weder eine Glocke, die, glaube ich, überhaupt nichts bringt, wurde sonst gesagt, aber auch kein Bärenspray und gerade ist es so ein bisschen mulmig im Magen. Wir wissen nicht, ob wir... Aber wir unterhalten uns laut. Ja, also der beste Tipp war laut unterhalten, damit die Bären nicht überrascht werden. Wir würden ja jetzt an der Stelle fragen, würdet ihr jetzt da reingehen? Das kommt dann aber ein paar Tage zu spät. Das kommt dann aber ein paar Tage zu spät, deswegen wagen wir das jetzt einfach mal.
Oh Gott, machen wir es wirklich? Ja, wir gehen jetzt noch zu den Ich fühle Kaskaden. mich für den größten Schisser der Welt. Nur Los. weil wir da so ein Bärenschild gesehen haben. Los. Aber es ist halt hier auch überhaupt nichts los und es ist schon Dämmerung und so. Ja, wenn noch lange schnackst, ist es gleich dunkel. Vielleicht ist das mein Plan. Los. Na gut, gehen wir mal noch ein paar Meter. Wir haben das Gefühl, so muss sich Kanada anfühlen. Nein, davor war es natürlich auch schon Kanada und auch mega schön, aber jetzt hier so im ersten Nationalpark, ist irgendwie ein besonderes Gefühl. So viel Grün außenrum und Wasser und ja, war ein schöner Tag heute. Haben wir nicht gedacht, dass sich der noch so entwickelt. Mega beeindruckend. Und wir haben leider keinen Bären gesehen, oder besser gesagt Gott sei Dank. Aber wir müssen jetzt auch nochmal auf dem Rückweg da durch. Sprich, fingers crossed, wir sehen uns gleich am Bären wieder. Das klingt, als würde es sich ein bisschen lustig machen, aber eigentlich. Eigentlich mache ich mir ganz schön in die Hose. Ich sehe gar nichts so drauf, alles weiß. Da ist er. Geschafft! Wieder am Weg. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass das so 1,5 Stunden Umweg ist, das Ganze. Aber sagen wir eher einen Tag. Wir hätten jetzt auch nicht gedacht, dass das Wetter so lange noch mitspielt, dass wir hier eigentlich alles machen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Und jetzt haben wir natürlich den ganzen Tag hier verbracht, aber das hat sich auch so gelohnt. Richtig cool, also mega beeindruckend und hatten einen richtig coolen Tag. Jetzt suchen wir uns noch einen Platz zum Schlafen, ne? Genau. Und dann gibt es noch mal einen Tee. Und morgen ist ein neuer Tag. Das klingt, als wenn der heute schlecht war, aber der war super. Ja. Guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen, sehr ruhig. Aber heute Morgen ist der allererste Morgen, wo man eine Extrajacke braucht, morgens im Van. Es war kalt. Der Herbst kommt. Und Basti hat gerade auf die Karte geguckt und hat gesagt, wir sind ja noch gar nicht weit gekommen. Nee. Dabei sind wir schon so viel gefahren. Also So langsam müssen wir mal Richtung Westen aufbrechen, wenn wir noch... müssen wir die Reifen in die Hände nehmen und Genau. oder so. Ich gehe jetzt erstmal mit Peppi raus und dann machen wir die nächsten Kilometer oder was? So sieht's aus. So sieht's aus.
wurde jetzt gerade noch mal richtig herrlich hier in der Sonne, deswegen habe ich die Yogamatte rausgeholt. Hier oben steht Groot und hier ist so ein kleiner Park und mit so einer kleinen Picknickfläche hier, wo ich die Matte ausgerollt habe und jetzt gerade ein bisschen Yoga gemacht habe. Wir versuchen gerade so gut es geht immer ein bisschen Dehnung und Bewegung in unseren Alltag zu integrieren. Ist auf Reisen oft nicht so einfach, vor allem wenn es jetzt wieder kälter wird. Müssen wir uns vielleicht nochmal was einfallen lassen. Aber jetzt genießen wir erstmal nochmal die Sonne. Ich lock Basti auch nochmal hier runter und dann fahren wir wirklich los. Basti hat nämlich, während wir Yoga gemacht haben, und mit wir meine ich Pebby und ich, Frühstück gemacht. So, das war doch nochmal ein richtig schöner Stopp, den wir gemacht haben. Und wir sind total froh, dass wir auch diesen Umweg noch gemacht haben in den Nationalpark. Denn das war ja gar nicht geplant, aber wir hatten einen richtig, richtig schönen Tag da und haben nur noch mehr Lust darauf bekommen, jetzt endlich weiter Richtung Westen zu fahren, mehr in die Natur zu fahren. Und da nehmen wir euch natürlich auch wieder mit und die nächste Folge gibt es auch schon am Sonntag. Das hier ist ja eher so eine kleine Spezialfolge, mitten in der Woche gewesen. Extra zum Nationalpark und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Videos mal ganz cool findet, also auch mal mitten in der Woche oder ob ihr sagt, nee, eine Folge Neuland Stories am Sonntag, das reicht uns. Schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare und ansonsten lasst uns natürlich ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert vor allem die Glocke, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir mal Videos mitten in der Woche raushauen. Und ansonsten würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Und das war's. Danke, Ende. Wir haben das Gefühl... Das war eine sehr gerümpfte Nase. Ja, meine Haare mich Fertig mit Einstellen? Oder? Wir sind jetzt gerade ziemlich am Ende des Nationalparks und wir... So zu mitdrehen, wie man... Ich dachte, wir wollten so den Hintergrund. Ach so. Aber für diese Woche, nicht für diese Woche, sondern lasst uns doch mal... könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren sagen. Und dann heiße ich